wir Deutschen, aber wahrscheinlich auch die gesamte Welt, das Auto zu sehr als Fetischprodukt, ja, sehen. Es ist einfach zu sehr in unserem Herz drin und davon müssen wir uns auch trennen. Ja? Es ist ein Statussymbol, was aber ja, einer vergangenen Zeit angehört. Cada vez el parque automotriz crece más en una ciudad que también demográficamente está creciendo, pero en cuanto a espacio creo que ya no hay cabida para el automóvil y en vez de crear infraestructura para, por ejemplo, el peatón o el ciclista, se está privilegiando cada día más la autopista. Y la autopista está quitando espacio para la vivienda. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir eine Wirtschaft haben, die auf Wachstum basiert. Und interessanterweise ist jeder Wirtschaftswachstum immer auch mit einem Verkehrswachstum verbunden. Also mehr Güterverkehr, mehr Personenverkehr. Tener autos estacionados, por ejemplo, en zonas peatonales es un problema real. Y es un problema que está afectando a un montón de gente. Llevar a una niña o un niño en la calle es súper peligroso y es muy violento también, porque los automóviles, con todo este tema del ruido, la bocina, complejiza un poco también el tema de cómo nos movemos. Pero hoy en día estamos normalizando esos problemas. Ich glaube, dass die ganze Debatte Arbeitsplätze im Verkehrsbereich, in der Autoindustrie uns auch dazu führen sollte, ganz generell über den Wert von Arbeit zu sprechen. Wir haben zum Beispiel in diesem Land viel zu wenige Pfleger und Pflegerinnen, Krankenschwestern und Krankenpfleger, wir haben zu wenig ErzieherInnen und die sind viel zu schlecht bezahlt. Also nicht nur Arbeitsplätze an sich, um irgendwelche Produkte herzustellen, sondern auch sinnvolle Arbeit. Si hablamos de ciudad sustentable o hablamos de este concepto que está de moda que es Smart Cities, creo que se está pensando hacia una modernidad que no es tan equitativa. Um eine gerechte Mobilität von unten aufzubauen, glaube ich, dass wir mehr Widerstand brauchen gegen diese Autogesellschaft und wir brauchen gleichzeitig einen Aufbau von Alternativen. Es braucht immer beides. Und außerdem ist die Verkehrspolitik sehr, sehr stark von Lobbyinteressen der Autoindustrie geprägt. La descentralización es algo muy importante para poder llegar a una ciudad o una región en general más justo, más sustentable, de mejor acceso, más caminable también. Es ist eine demokratische Frage. Wir brauchen Frauen, wir brauchen Menschen, die Sorge arbeiten, wir brauchen schwarze Menschen, wir brauchen Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die mit darüber entscheiden, wie unser Verkehrs- und Mobilitätssystem aussieht.